Du bist immer auf der Suche nach den neuesten und hottesten Düften, die eben nicht jeder trägt, dann bist du hier genau richtig. Ich habe heute Düfte und Marken mit dabei, die erst ganz kurz bei uns im Sortiment mit drin sind und die du vielleicht noch gar nicht kennst. Übrigens, ich komme gar nicht mehr hinterher, die ganzen Düfte vorzustellen, weil wir so viele neue bei uns aufnehmen. Dickes Sorry dafür, aber kleiner Tipp am Rande. Schau einfach regelmäßig auf parfumerie.com vorbei. Du kannst nämlich hier, das zeige ich dir mal ganz kurz, in der Parfumübersicht filtern nach Neuheit. Das heißt, dir werden dann ganz oben die neuesten Düfte angezeigt, die eben erst seit kurzem im Sortiment sind. So verpasst du definitiv keine Neuheiten. Aber lasst uns direkt einsteigen. Ich habe keinen von diesen Düften zuvor schon mal gerochen, weil ich komme nicht mehr hinterher. Das heißt, wir riechen jetzt das erste Mal gemeinsam an diesen Düften und ich bin mega gespannt, was unser Brandteam hier intern an neuen Düften ausgesucht hat. Und die erste Marke, die ich dabei habe, ist Les Sœurs de Nuit. Ich habe dazu schon mal eine Markenvorstellung gemacht. Das Video verlinke ich dir gleich mal. Wir hatten nämlich schon im Voraus von der Marke ein paar Düfte bei uns im Sortiment. Jetzt sind 3 neue mit eingezogen. Und der erste Duft, den ich dabei habe, heißt Bohemian Absinth. Okay, vielleicht irgendwas Alkoholisches mit drin, was ich mir vorstellen könnte. Aber wir sprühen erstmal. Minzig, irgendwas sehr Grünes. Minzig, mentholig. Wir haben Eukalyptus. Das ist vielleicht dieses Absinth-mäßige, was da mit reinkommen soll. Ich sehe hier nämlich kein Alkohol, das heißt, wohl doch nichts Alkoholisches, aber sehr minzig, sehr frisch. Also wirklich von Beginn an sehr mentholig. Meine Nase ist definitiv frei. Gut, dass ich diesen Duft als erstes gewählt habe, weil ja, ich glaube, ich kann die anderen jetzt sehr viel besser wahrnehmen, weil Atmen fällt mir jetzt auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Es kommt was Holziges für mich mit rein. Eine schöne Kombination. Es soll anscheinend Kumquat mit drin sein. Ich rieche da jetzt nichts Fruchtiges mit raus. Wir haben was ganz, ganz leicht Süßes im Hintergrund, aber nicht übertrieben. Eher ist es dieses Mentholige mit was Würzigem und was leicht Rauchigem, was da reinkommt. Vielleicht eben durch Vetiver oder auch in Kombination mit dem Leder. Es ist aber für mich ein sehr heller Duft. Wir haben hier auch weißes Leder mit drin. Es ist ein heller Duft. Es ist ein erfrischender Duft. Ein Duft, den ich mir sehr gut vorstellen kann, auch in den wärmeren Jahreszeiten. Für mich definitiv Unisex zu tragen. Oh, schön, wirklich, also das wird schön holzig, rauchig, mentholig, also sehr cool. Naja, was wollte ich sagen? Schöner Duft, wenn du eben auf was sehr Erfrischendes stehst. Guter Alltagsduft, wie ich finde, nicht zu übertrieben, also obwohl eben was Rauchiges reinkommt, kannst du den durchaus auch im Alltag tragen. Okay, cool. Les Sœurs de Nuit, cooler Duft, sehr einzigartig. Der nächste ist französisch, ich liebe dich. Clandestine Rendezvous. Oh, geht in eine ganz andere Richtung. Bei dem Duft haben wir natürlich nichts Mentholiges, das ist ja schon sehr einzigartig, so ein mentholiger Duft in der Komposition, sondern das leicht Fruchtiges im Auftakt, fruchtig zitrisch eher und er hat so einen leicht frischen Vibe, also der ist nicht so durchsichtig, transparent, mentholig wie der erste Duft, den wir gerochen haben, aber trotzdem hat der Duft einen frischen Vibe, eben was leicht Fruchtiges. Wir haben hier aber Mandarine und keine Zitrone. Das führt einfach dazu, dass der so ein bisschen runder ist. Also wir haben was Zitrusfruchtiges drin, aber eben nicht so intensiv in your face. Was total schön ist und was ich finde, was man im ersten Riechen nicht erwarten würde, ist, dass wir was holzig, süß, harziges mit reinbekommen. Ich finde den Duft, obwohl er eben dieses holzig, harzig, süße hat, nicht so übertrieben. Also gut komponiert, gut zu tragen, auch im Alltag und auf jeden Fall auch ein Unisex-Duft. Wir haben hier Lavendel mit drin. Für mich jetzt ein Duft, wo Lavendel nicht so präsent wahrnehmbar ist. Also falls du ein bisschen skeptisch bist bei Lavendeldüften, dann musst du hier keine Sorgen machen. Ist für mich ganz, ganz leicht, vielleicht im Hintergrund wahrnehmbar, aber es ist kein Lavendelduft für mich. Schön dunkler als der erste Duft, aber auch absolut alltagstauglich und Unisex-tauglich. Der nächste Duft von Les Sœurs de Nuit heißt Mizio Vanille. Also wenn da keine Vanille mit drin ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn das schon im Namen mit drin steht, wobei bei dem ersten habe ich mich auch getäuscht und dachte, es sei was Alkoholisches mit drin. Naja, nächster Versuch. Hui, nochmal ganz, ganz anders. Ich dachte kurz, der wird richtig süß, der Duft. Das war zumindest das, was in der Luft lag, aber ich muss revidieren. Also wir haben schon im ersten Riechen was Süßes auf jeden Fall mit drin, aber auch was Holziges und auf jeden Fall Vanille. Ganz toll, aber nicht zu süß. Ja, Vanille kommt jetzt immer mehr raus. Wird so ein bisschen cremiger. Ich schau mal ganz kurz. Ja, wir haben Blüten auf jeden Fall mit drin. Fräsie, Flieder. Wir haben nämlich wirklich was schön Blumiges, Helles, ohne dass es zu krass wird. Ich finde, es gibt so
Vanilledüfte, die sind so in your face gourmand-mäßig. Das finde ich bei dem Duft jetzt nicht. Wir haben nämlich neben dieser Vanilleorchidee schon auch was leicht Frisches, Holziges auf jeden Fall mit drin, sodass es den Duft so ein bisschen einbremst und ja, nicht in diese Gourmand-Richtung abdriften lässt. Von dem her auch ein wirklich cooler Alltagsduft, wie ich finde. Und er bekommt so einen leicht pudrigen Touch auf jeden Fall. Für mich jetzt, im Gegensatz zu den zwei Düften, die wir davor gerochen haben, eher so ein bisschen einen feminineren Touch. Süß, mit einer schönen Vanille, trotzdem holzig, pudrig. Kann ich mir gut vorstellen ins Büro, aber zum Beispiel auch, wenn man abends vielleicht mal fein weggeht und wie schön gekleidet ist, gepflegt ist, da könnte ich mir den Duft sehr gut vorstellen. Wir kommen zu einer Marke, die wir auch tatsächlich noch nicht so lange im Sortiment haben, und zwar ist das die Marke Les Yeux Primordial oder auch LEP, was ich in Zukunft sagen werde, weil dieser Name ist wieder ein wirkliches Zungenchaos bei mir. Ich habe für den Adventskalender im letzten Jahr tatsächlich einen Duft davon schon mal gerochen, den Ambre Superfluid, alle anderen noch nicht. Und ich bin mega, mega gespannt. Habe mit der Marke noch nicht ganz so viele Kontaktpunkte gehabt. Na, wo bist du denn? Ah, der erste Duft heißt Cedre Superfluid. Da könnte was Holziges auf jeden Fall drin sein. Oh ja, holzig riecht es auf jeden Fall schon im ersten Riechen. Wow, oh krass. Wie würzig ist das bitte? Oh mein Gott. Ach, sowas habe ich schon lange nicht mehr gerochen. Sehr, sehr würzig. Rosa Pfeffer, Thymian. Okay, ja, das könnte das gewesen sein. Das ist wirklich sehr, sehr intensiv. Kitzelt auch so ein bisschen in der Nase, also sehr würzig. Im ersten Riechen für mich schon holzig. Wir haben hier auch Rose mit drin oder allgemein Blüten, aber das, was ich schon rausrieche, ist eine schöne rote Rose. Aber der Duft ist nicht feminin. Super Unisex-Duft, weil eben dieses Würzige und Holzige auf jeden Fall schon im ersten Riechen richtig präsent ist. Also es ist der Wahnsinn. Wir haben hier wohl in dem Duft auch Pflaume mit drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, man riecht was Süßes mit raus. Ob das jetzt die Pflaume ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht einordnen. Ist für mich aber auf jeden Fall ein etwas dunklerer Duft, ein vollmundiger Duft. Also auch im Gegensatz zu dem, was wir davor gerochen haben, ist das einer, der hat schon ordentlich Wumms. Passt für mich sehr, sehr gut in die etwas kälteren Jahreszeiten. Intensität ist hier auf jeden Fall höher. Was eben bleibt, ist dieses Würzige. Dann auch noch mit Safran in Kombination mit dem Holzigen. Also cool. Cooler Duft tatsächlich und geht in eine komplett andere Richtung als das, was wir bisher gerochen haben. Wir kommen zu dem angesprochenen Ambre Superfluid. Den habe ich tatsächlich schon mal gerochen, eben für den Adventskalender im letzten Jahr und fand den einfach richtig, richtig geil. Das war auch der Grund, warum wir dann gesagt haben, wir brauchen unbedingt von dieser Marke mehr Düfte, weil der ist richtig, richtig cool. Und ist ein sehr cooler Kontrast auch zu dem Duft, den wir davor gerochen haben, weil die zwei haben so gar nichts miteinander zu tun. Oh, das riecht schon so lecker. Wir haben hier nämlich, und das finde ich so geil, Rum mit drin. Für alle da draußen, die eben so alkoholische Düfte mögen. Der Ambre Superfluid könnte definitiv dann was für dich sein. Das ist ein geiler Start, der Duft. Der hat Zimt mit drin. Zimtstangen, die in Honig eingenebelt sind. Honig träufelt schön auf diese Zimtstangen mit einem schönen Apfel. Was schön fruchtig, süßes, zimtig, würziges. Das ist ein richtig geiler Start. Dieses Würzige bleibt mit drin. Wir haben nämlich auch Kardamom und wir haben im Herz eine Rose. Die bringt natürlich was Florales, Dunkles, Tiefes, auch Süßes mit drin. Das bleibt auch in dem Duft und wird natürlich auch durch den Rum, der hat eben dieses alkoholisch-Süße, nochmal mit unterstrichen. Geiler, geiler Duft. Was dann im Verlauf neben diesem Rum mit reinkommt, ist eben auch eine schöne, feine Tabaknote. Das ist wirklich ein vollmundiger, süßer, intensiver, fast schon orientalischer Gourmand. Ein sehr cooler Duft. Dunkel, cremig, alkoholisch, würzig. Ja, also ich finde sehr, sehr besonders. Cooler Unisex-Duft für Männer als auch für Frauen, aber eben durch die Intensität auch eher ein Duft für die etwas kälteren Jahreszeiten oder auch für abends. Im Büro wäre er mir zu intensiv. Kein Alltagsduft. Einer, den du bei sehr besonderen Anlässen rausholen und tragen und zelebrieren kannst. Ich drücke auf die Tube. Wir gehen weiter mit dem nächsten Duft. Das ist der Vanille Supermassiv. Schon wieder Vanille im Namen. Ich hoffe, ich werde auch dieses Mal nicht enttäuscht. We will see. Oh, krass. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, da kommt so ein krasser, runder, cremiger Vanilleduft schon wieder. Das ist der nicht. Würzig. Oh, habe ich mich damit auch noch gestochen. Ups, Lippenstift dran. Egal. Wir haben hier, und das finde ich ganz, ganz arg spannend, Harz schon in der Kopfnote mit drin. Das habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Also der ist harzig, süß, aber auch erfrischend am Anfang und eben richtig schön
würzig. Krasse Kombination und ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich würde jetzt sagen, das ist ein super schön femininer Duft mit schön Vanille, absoluter Gourmand. Und ja, vielleicht entwickelt er sich noch in der Gourmand-Richtung, weil wir haben nämlich wohl auch Karamell mit drin. Bin ich mal gespannt, ob ich das rausrieche. Und natürlich haben wir auch Vanille mit drin, aber im ersten Riechen unterscheidet er sich komplett von dem, was ich wirklich erwartet hätte. Wir haben irgendwie auch was leicht grün-holziges, kann das sein? Patchouli, Moos, Tannenbalsam, ja. Sehr, sehr interessanter Duft, wirklich. Das habe ich so in der Kombination noch nie gerochen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Karamell, nein, rieche ich jetzt nicht 1:1 mit raus. Was aber auf jeden Fall mit rauskommt, und da lässt mich der Name da nicht im Stich, ist eben eine Vanille, die aber so schön eingebettet ist, eben durch dieses Harzige, durch dieses leicht grüne, erdige, dass sie super auch von Männern getragen werden kann. Cooler Unisex-Duft, wow, also ich bin begeistert. Power hat der Duft, finde ich auch. Also der hat, glaube ich, eine gute Haltbarkeit und Sillage, zumindest so vom ersten Eindruck her, ist auf jeden Fall auch richtig gut hier. Ich verspreche euch eins, ich habe die Düfte nicht so aufgestellt, dass wir die ganze Zeit ein Ab und Auf und Ab und Auf in den unterschiedlichen Duftrichtungen machen. Aber der nächste Duft heißt Mimosa Super Critique. Und ich schätze mal, da wird sich was Blumiges dahinter mit Mimose verstecken. Von dem her, meine Nase muss jetzt echt viel mitmachen. Aber es bleibt ja auch deswegen spannend. Sehr lieblich. Im Gegensatz zu dem Duft, den wir gerade gerochen haben, wo ich mir dachte, oh Gott, meine Geruchsnerven werden am Anfang rausgehauen. Sehr lieblich, weiblich, blumig, süß. Definitiv ein Duft, wo Aldehyde mit rauskommen. Muss man mögen. Leichte Weichspüler, Putzmittel-Vibes, aber in einem positiven Sinne. Ja, und dann kommt auf jeden Fall was sehr Pudriges schon mal mit raus. Das ist einfach spannend. Diese Düfte, wo so viele Blüten auch mit drin sind, vor allem viele Weißblütler, wie hier auch, die haben immer was leicht cremiges und auf einmal werden sie pudrig. Aber hier schon im ersten Riechen wirklich pudrig, Mimose definitiv rauszuriechen. Für mich ein sehr hellrosaner Duft, das ist so die Assoziation, die mir bei dem Duft in den Kopf kommt. Hellrosa, feminin, kann von jungen Frauen getragen werden, aber auch von älteren Frauen, sehe ich überhaupt gar keine Einschränkungen. Toller Alltagsduft, ein Duft, mit dem du dich den ganzen Tag sehr, sehr wohl fühlen wirst. Nicht so aufdringlich und ich glaube, der hat trotzdem eine richtig gute Haltbarkeit. Durch die Aldehyde eben ein schön seifiger Duft, schön aufgemischt mit Wasser, dann getrocknet und das ist das, was ich dann an dem Duft wahrnehme. Schöner Wohlfühlduft. Last one. Couleur Primaire ist dessen Name, was so viel wie Grundfarbe bedeutet. Ja, bin ich mal gespannt, was man darunter erwarten darf. Auch Aldehyde, was Seifiges, was rauskommt. Oh krass. Oh mein Gott. Birne in ihrer reinsten Form. Ein Birnenwaschmittel, was hier rauskommt. Krass. Habe ich so noch nie gerochen. Oh mein Gott, es ist lecker, fruchtig, süß, aber trotzdem ein vollmundiger Weichspüler. Wahnsinn! Getrocknete Wäsche rund um einen Birnenbaum, wo sehr, sehr reife Birnen drauf liegen. Also wenn du so eine reife Birne hast, die schneidest du auf und genauso riecht der Duft 1:1 wie eine Original Birne, die wahnsinnig reif ist. Wir bekommen aber auch weiße Blüten mit rein, wir haben hier Jasmin mit drin, wir haben auch Rose mit drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, rote Rose nehme ich nicht so wahr. Pfingstrose vielleicht noch, ja, der bekommt so einen schön leicht pudrigen rosa Touch. Ich habe da letzt erst ein Video zu sauberen, clean Düften gemacht, verlinke ich dir gleich mal. Wieso kannte ich da diesen Duft noch nicht? Oh mein Gott, der ist so besonders, wenn du saubere Düfte magst. Der ist sehr besonders mit dieser Birne. Die nimmt natürlich im Duftverlauf so ein bisschen ab, aber dieser Start von diesem Duft, oh mein Gott, wirklich. Also nichts Vergleichbares, der kommt definitiv, sobald ich mit diesem Video fertig bin, in meine Tasche. Das wird mein neuer Alltagsduft. Krass, sehr schön, wirklich sehr, sehr schön, aber der hat auf jeden Fall im ersten Riechen schon auch ordentlich Power. Also mach dich auf was gefasst. Und weil es so schön war mit diesen neuen Düften und ich immer weiß, ich sage mir immer, ich habe schon so viele Düfte in meinem Kalender, Lisa. Wie soll ich die alle ausprobieren? Ja, ich habe euch gehört. Wir machen ein Gewinnspiel. Schreibt mir in die Kommentare runter, welche dieser Düfte dich am meisten interessiert, welchen du ausprobieren möchtest. Und ich verlose wie immer eine 8 ml Größe, also eine Probiergröße, hier, wie hier, damit du den Duft wirklich ausgiebig testen kannst, schauen kannst, ob der Duft dir gefällt. Was du dafür machen musst, liest du in der Description unter dem Video. Ich freue mich total, wenn du einen von den Düften schon kennst, dann schreib mir gerne mal, wie du ihn findest oder welcher dein Favorit sein könnte. Und ich sag bis zum nächsten Mal und viel Glück beim Gewinnspiel. Tschüss!